Hallo und Servus bei einem neuen Video von mir. Ich bin heute in Bernegg an der Mur unterwegs und möchte dir das Schloss zeigen und dir ein wenig die Geschichte von diesem Schloss erzählen. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Also, los geht's. Jahrhundertelang war die Burg Bernegg ein Symbol von Macht und Kontrolle. Hoch über dem Tal errichtet, schützte sie Handelswege, überwachte das Murtal und sicherte den Einfluss ihrer Herren. Steinerne Mauern, Türme und Wehrgänge bestimmten das Leben im Mittelalter. Doch mit dem Ende dieser Epoche begann sich die Welt zu verändern. Kanonen machten hohe Mauern verwundbar, Ritterburgen verloren ihre militärische Bedeutung und auch die Herren von Bernegg verschwanden langsam aus der Geschichte. Nach dem Aussterben der Familie im Jahr 1543 blieb die alte Burg zurück. Zu unbequem, zu kalt und nicht mehr Ausdruck einer neuen Zeit. Der Adel wollte nicht mehr verteidigen, sondern repräsentieren. Im Tal entstand eine neue Idee. Ein Wohnsitz, der Sicherheit nicht mehr durch Mauern zeigte, sondern durch Wohlstand und Architektur. Die Zukunft lag nicht mehr auf dem Berg, sie lag unten im Tal. Als Gallus Freiherr von Ragnitz im Jahr 1576 die Herrschaft übernahm, traf er eine folgenreiche Entscheidung. Die alte Burg wurde aufgegeben und nur wenige Jahre später begann der Bau eines neuen Schlosses. Und genau hier beginnt die Geschichte von Schloss Bernegg. Hoch über dem Murtal, zwischen Bruck an der Mur und Fronleiten, erhebt sich Schloss Bernegg. Ein Bauwerk, das mehr als 4 Jahrhunderte Geschichte bewahrt. Wo einst Ritter lebten, entstand nun ein repräsentativer Adelssitz der Renaissance. Im Jahr 1576 gelangte die Herrschaft Bernegg in den Besitz des steirischen Adeligen Gallus Freiherr von Ragnitz. Die alte Höhenburg war inzwischen nicht mehr zeitgemäß. Gallus von Ragnitz entschloss sich daher, etwas völlig Neues zu schaffen. Einen modernen Adelssitz nach dem Vorbild der italienischen Renaissance. Zwischen 1578 und 1582 entstand das heutige Schloss Bernegg. Ein repräsentativer Vierflügelbau mit großzügigem Arkadenhof, offenen Bögen, hellen Fassaden, klare geometrische Formen. Nicht mehr Verteidigung stand im Mittelpunkt, sondern Repräsentation.
Doch Gallus von Ragnitz konnte sein Schloss nur kurz genießen. Im Jahr 1588 starb der Bauherr. Die Herrschaft ging an seinen Bruder Franz von Ragnitz über und später an seinen Sohn. Eine neue Generation übernahm Bernegg. Das frühe 17. Jahrhundert brachte große Veränderungen. Die Familie Ragnitz war protestantisch. Doch die Gegenreformation veränderte die politische Landschaft der Steiermark grundlegend. Viele evangelische Adelige mussten ihre Besitzungen aufgeben. Im Jahr 1629 wurde Schloss Bernegg verkauft. Neuer Besitzer wurde Hans Thomas Casinetti. Unter der Familie Casinetti entwickelte sich Bernegg zu einem Verwaltungszentrum der Region. Das Schloss wurde gepflegt, erweitert und wirtschaftlich genutzt. Fast 60 Jahre lang blieb Bernegg in ihrem Besitz, bis zum Jahr 1688. Dann begann eine neue Epoche. Das Schloss wurde an Jakob Graf Leslie verkauft. Die Familie Leslie, ursprünglich aus Schottland stammend, prägte Bernegg über mehr als ein Jahrhundert. Bis zum Jahr 1804 blieb das Schloss in ihrem Besitz. Nach dem Aussterben der Familie Leslie im Mannesstamm wechselte das Schloss erneut seine Besitzer. Graf Douglas von Dietrichstein übernahm die Herrschaft kurzfristig. Bald darauf folgte Freiherr Josef von Egger. Im Jahr 1864 kaufte Fürstin Julie von Oettinger-Wallerstein das Anwesen. Doch auch dieser Besitz blieb nicht dauerhaft. Im Jahr 1879 begann eine neue Phase der Schlossgeschichte. Mathilde Lippit, geborene Ritter von Miller von Eichholz, erwarb Schloss Bernegg. Ihre Familie prägt das Anwesen bis in die Gegenwart. Seit 2006 gehört das Schloss der Pongratz-Lippit-Stiftung. Architektonisch zeigt sich Schloss Bernegg als typischer Renaissancebau. Drei Geschosse, ein quadratischer Grundriss, ein Arkadenhof bringt italienische Eleganz in die steirische Landschaft. Hier zeigt sich der Wandel vom Wehrbau zum Wohnschutz. Heute steht Schloss Bernegg als stiller Zeuge vergangener Jahrhunderte. Von mittelalterlichen Rittern über religiöse Konflikte bis hin zur Renaissance des Adelslebens.
Ein Ort, an dem Geschichte nicht vergangen ist, sondern weiterlebt. Schloss Berneck erzählt bis heute die Geschichte der Steiermark. Ja, das war das Video und die Geschichte vom Schloss Berneck, hier in Berneck an der Mur in der Steiermark. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du lässt mir einen Daumen hoch da, abonnierst meinen Kanal, somit verpasst du keine weiteren Videos mehr von mir. Freue mich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, dein GoTraveler. Also, ciao.